Ja, Freunde, das war wohl ein ziemlich langer Cliffhanger. Sorry dafür. Ich habe euch ganz schön auf die Folter gespannt, Freunde. Und ja, es ist auch am nächsten Morgen gar nichts Spektakuläres passiert. Ihr habt wahrscheinlich erwartet, da kommt ein Bär nachts ins Camp oder was auch immer. Es war gar nicht so spektakulär. Es waren am nächsten Morgen bzw. in der Nacht tatsächlich einfach nur 4,5 Grad. Davon wurde ich wach. Es war mega kalt. Ihr müsst euch überlegen, tagsüber an den sonnigen, warmen Tagen waren es 27 Grad. Und dann hat man nachts plötzlich einfach 4,5 Grad draußen und mein Schlafsack geht nur bis 10. Ich habe damit einfach im Voraus gar nicht gerechnet. Ich hatte zwar noch einen Layer dabei, so ein Inlay, so ein Merino-Inlay für den Schlafsack, aber das hatte ich einfach nicht erwartet und dementsprechend wurde ich dann am nächsten Morgen erstmal schön von der Kälte geweckt. Ja, und wie sich das für einen waschechten Deutschen gehört, habe ich natürlich morgens erstmal über die Garmin-App das Wetter abgefragt. Ich will natürlich wissen, wie warm es wird oder kalt, stürmisch, Gewitter, sonstiges. War aber alles auf jeden Fall entspannt. Das Pferd habe ich dann auch nochmal abgecheckt, hat sich über Nacht schön in der eigenen Scheiße gewälzt, obwohl es eine Menge Platz dort hatte. Ich hatte richtig viel Leine gegeben. Passiert halt, was soll man machen? Im Moskitozelt sah es dann auch nicht besser aus. Da habe ich danach mal reingeschaut. Ich habe das nur, glaube ich, für 15 Minuten war das offen und da war alles voll. Fliegen, Mücken, Bremsen, was es nicht alles gibt, komplett voll. Habt ihr mal einen guten Blick bekommen, wie das da aussah, die Gegend, was da alles rumgeflogen ist. Teilweise sieht man es auch in der Kamera, dass ständig irgendwas um mich rumgeflogen ist. Und das war echt heftig da. Natürlich habe ich auch langsam gerochen wie ein Puma. Also mein Geruch war nicht mehr ganz so prickelnd. Und dadurch kamen natürlich auch Insekten, Fliegen immer zu mir geflogen. Und ich habe dann gesagt, komm Julius, jetzt wäschst du dich mal wieder, wird langsam mal Zeit. Und ich habe so eine, keine Ahnung, 100 in 1 Seife, kannst du alles mitmachen, Zähne putzen, waschen, Staubsaugen und so weiter, alles. Und dann habe ich erstmal mich selber ordentlich durchgewaschen und auch die Klamotten und habe die dann in der Sonne und im Wind trocknen lassen. Und in der Zeit habe ich mir einen schönen Sonnenbrand auf dem Rücken geholt, der dann 2 Tage später so richtig Vollgas gegeben hat. Ja, und bei der ganzen Sonne und den vielen Insekten hatte ich natürlich keine Lust mehr, an diesem Ort zu verbleiben. Das Pferd war natürlich davon auch richtig genervt, weil ich habe es ja in Folge 2, glaube ich, erklärt, die können sich nicht an der Nase kratzen und dementsprechend siehst du das Pferd nur ständig rumweten. Und ich hatte auch keine Lust mehr drauf, mir ständig ins Gesicht zu fassen, um die Viecher aus dem Gesicht zu schlagen. Und dann ging es halt ab, schnell gepackt, alles zusammen, gesattelt und dann nichts wie los, mitten durch den Terelgi Nationalpark, der mir mittlerweile ein bisschen vertraut war. Also ein paar Ecken habe ich wiedererkannt von der Tour mit den 2 Pferden. Und das war richtig gut. Wasserüberquerung mit dem Pferd, gar kein Problem. 1 Meter Wassertiefe, überhaupt kein Ding. Das Pferd geht da einfach durch. Und dementsprechend war ich da auch beruhigt, dass es nicht an mir lag, sondern dann eher doch an Arrow, dem schwarzen Pferd aus den ersten beiden Folgen. Ja, und dann ist was Verrücktes passiert. Sowas passiert mir öfter im Leben. Ich bin geritten, so 15 Minuten, und dann habe ich mir gesagt, ach, so ein bisschen Gesellschaft wäre jetzt irgendwie geil. Ein paar Leute treffen, ein bisschen quatschen und vielleicht haben die sogar Bier dabei. Das wäre jetzt richtig geil und da würde ich mich drauf freuen. Und dann habe ich den Rangefinder rausgeholt und gucke ein bisschen die Gegend ab. Und ihr werdet es nicht glauben, das ist wirklich nicht gelogen. Ich weiß, es gibt viele da draußen auf YouTube, die euch irgendeinen Scheiß erzählen. Ich erzähle euch keinen Scheiß. Ich hatte diesen Gedanken im Kopf, 15 Minuten vorher. Rangefinder rausgeholt, durch die Gegend geschaut und dann sehe ich in der Ferne ein paar Autos, ein Camp und dachte mir, krass,
Da muss ich jetzt mal hinreiten und gucken, was da los ist. Also ab ins Flussbett für mich, auf die andere Seite. Da ging es dann nochmal richtig tief durchs Wasser. Das Pferd war bis zur Brust im Wasser drin. Ich musste die Füße komplett hochnehmen, sonst wären sie nass geworden. Und ja, danach seht selbst, was passiert ist. Take some drink, take some food. Sure. Let me get there. Thank you for inviting me. Tilla. Oh. So schnell wurde aus Gedanken oder einem Wunsch die Realität. Zwar richtig verrückt für mich, denn ich hatte dann 20 Minuten später ein Bier und einen Schnaps auf dem Tisch stehen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist kein Witz. Ich bin geritten, habe den Gedanken gehabt und 20 Minuten später treffe ich diese coolen Leute, die mich tatsächlich auf Bier, Schnaps, Essen und Zigaretten einladen. Absoluter Oberhammer, es war richtig geil. Und wir haben dann einfach ein bisschen gequatscht über Wasserfilter. Er hat mich gefragt, wieso ich einen Wasserfilter dabei habe, warum ich den nutze. Das Wasser ist ja so sauber hier. Dann habe ich ihm die Geschichte von der Kuh erzählt, die im Flussbett lag. Und deshalb ist es gut, sowas zu nutzen. Und so weiter. Hat eine gute Unterhaltung. Wir haben noch über Messer geredet, über die Geländewagen und so weiter. War richtig gut. Also das war für mich wieder so ein verrücktes Ereignis, wo aus Gedanken oder einem Wunsch die Realität wird. Absoluter Wahnsinn. Down the river and take our subwater, you will take all the bacteria from the that's why I feel That's why you have to fight. Danach ging es auch direkt an die Arbeit zum Feuerholz sammeln, denn Shaggy hat mich netterweise auch direkt zum Essen eingeladen, denn die hatten vor, traditionelles Chochok zu machen. Das ist ein Fleischtopf mit heißen Steinen und dafür haben wir Feuerholz gesammelt, weil das 3 bis 4 Stunden lang auf dem Feuer sein muss, beziehungsweise die Steine, die in den Topf kommen, müssen erhitzt werden, ziemlich lange. Und dafür haben wir Feuerholz gesammelt. Ja, und während die Frauen das Gröbste vorbereitet haben, also Teig, Fleisch zurechtschneiden und Gemüse, sind wir dann angeln gegangen und ich habe das Gewässer schon ein paar Tage im Voraus gesehen. Ich bin jetzt kein Angelprofi, aber man hat einfach irgendwie gesehen oder gemerkt, dass es hier nicht viel Fisch gibt und dementsprechend war das aus meiner Sicht relativ aussichtslos, aber es hat natürlich trotzdem Spaß gemacht, da ein bisschen rumzuangeln, rumzuprobieren und ja, seht einfach selbst.
means the horse side, and this one is a goat side, and another one is the camel side, and this one is sheep side. Sometimes you get like this position, it's the cow side. So, but it's very rare position. That's the uncle very honorful gift to our visit. Den Knochen habe ich selbstverständlich immer noch und hat bei mir auch einen guten Platz im Erinnerungsschrank bekommen und wird mich immer an die Zeit in der Mongolei erinnern. Richtig coole Sache. Shaggy, vielen Dank für dieses Geschenk, werde ich in Ehren halten. Und ja, das wird in der Mongolei dazu genutzt, um Shagai zu spielen. Das sind, glaube ich, mehrere Würfelspiele oder Arten, Shagai zu spielen. Da gibt es mehrere Arten von. Und Shaggy hat euch ja gerade erklärt, welche Muster oder Motive damit gewürfelt werden können. Es wird aber auch dazu genutzt, um die Zukunft vorauszusagen, also zur Wahrsage. Und ja, eine richtig coole Sache, Shaggy. Nochmal vielen Dank für dieses Geschenk. Nach dem richtig geilen und leckeren Essen gab es dann noch einen 55er Tiger. Das ist ein Wodka und der war erstaunlich lecker. Ich bin kein großer Wodka-Fan, aber dieser Wodka hat auf jeden Fall gut geschmeckt. Den restlichen Abend haben wir dann noch zusammen am Feuer verbracht, haben noch den Wodka leer getrunken, noch ein paar andere Getränke, ganz entspannt auf jeden Fall alles abgelaufen. Nebenbei haben wir noch ein bisschen Fleisch geräuchert für den nächsten Tag. Und dann sind wir dann im Laufe des Abends auch einfach alle pennen gegangen. Mein Schlafsetup hatte ich irgendwann mittags noch ein bisschen weiter vom Camp entfernt aufgebaut. Und dann sind wir auch pennen gegangen. Die Nacht war auf jeden Fall entspannt. Ich habe ja meinen Schlafsetup direkt am Fluss gehabt und habe dann immer schön das Wasserrauschen gehört, konnte gut pennen. Und morgens gab es dann auch schon direkt deftiges, geiles Frühstück. Richtig lecker und ja, in der Mongolei normal, da gibt es nichts, irgendwie so Hasenfutter, Müsli. Da gibt es stabiles Fleisch und Nudeln und es hat auf jeden Fall gut getan. Ja, Ciao, ja. hey, hi. Ciao. Gut. Ciao. Bye. See you next time. Ciao. See you. Bye bye. Ciao. Ciao. Danke an der Stelle auf jeden Fall an Shaggy, Tolga, Shine, Saina, Gerli, Segi und Degi. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Und wenn ich das nächste Mal in der Mongolei bin, werde ich euch auf jeden Fall zum Essen einladen. Und eine Stange Zigaretten schulde ich euch sowieso noch. Nachdem wir uns dann ordentlich verabschiedet hatten, ging es dann auch für mich schon wieder aufs Pferd und zurück in Richtung Camp, also zurück zum Startpunkt in Richtung Ende der Tour. Gas gegeben habe ich nochmal ordentlich, viele Galopps eingebaut. Das Pferd hatte richtig Bock und auch richtig Power. Ich meine, es hatte auch eine sehr lange Pause. Und unterwegs habe ich dann die anderen immer mal wieder getroffen. Manchmal ist man mit dem Geländewagen schneller, manchmal mit dem Pferd. Und es war ganz witzig, haben uns einige Male wieder getroffen. Und dann habe ich zum Ende hin wieder meinen Pass erreicht, den ich auch in Folge 1 überquert habe. Und da war dann für mich ganz klar das Signal, okay, Julius, du bist wieder zurück in der Zivilisation. Jetzt ist die Tour offiziell beendet. Es war für mich auf jeden Fall eine richtig geile Tour, ein richtig geiles Erlebnis. Es hat so gut wie alles geklappt. Natürlich gab es auch ein paar Höhen und Tiefen, aber grundsätzlich war das eine richtig geile Tour. Und ich bin noch lange nicht fertig mit der Mongolei. Das war nur ein Bruchteil von dem, was man dort erleben kann. Da gibt es noch viele andere coole Optionen, die man als Outdoor-Begeisterter dort erfahren kann. Richtig geil, ich kann es euch nur empfehlen. Fliegt mal in die Mongolei und macht da was. Unabhängig davon, ob ihr Outdoor-Enthusiast seid oder nicht. Man kann dort auch ganz normalen Tourismus erleben. Ich war nach der Tour dann noch ein bisschen in der Stadt. Ich habe mir da ein Airbnb gemietet für einen Tag oder 2 Tage waren es, glaube ich. Bin da auf den Schwarzmarkt gegangen, einfach ein bisschen shoppen, Alltagsleben da genossen. Habe meine Kleidung aufbereitet, meine Ausrüstung. Und im Endeffekt habe ich mir gedacht, ich hätte noch ein paar Tage länger bleiben können. Das habe ich ein bisschen falsch kalkuliert. So 3, 4 Tage hätte ich schon ganz gerne noch dran gehängt. Aber es ist, wie es ist. Und ich denke, ich habe auch die Tour zu einem sehr schönen Zeitpunkt beendet. Man sagt ja so schön, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich habe da noch
die netten Leute kennengelernt, Shaggy und Co. Und das war einfach geil, geiles Essen, coole Zeit gehabt. Und für mich war das auch ein guter Zeitpunkt, die Tour zu beenden. Ich hätte natürlich noch eine Nacht dranhängen können. Dann hätte ich aber auf dem Rückweg sehr viel Stress gehabt, hätte sauschnell ins Camp reiten müssen, schnell alles packen, eine Nacht im Hotel und am nächsten Morgen wieder zum Flughafen. Und dementsprechend war das von der Entscheidung her doch sehr gut. Aber im Endeffekt hätte ich es insgesamt länger halten können. Also nur als Tipp für euch, wenn ihr in die Mongolei fliegt, dann 2 Wochen plus, würde ich empfehlen. Also 14 Tage und mehr. Alles unter 14 Tagen ist knapp. Kann man schon viel sehen, wenn man normalen Tourismus betreibt, ja. Aber wenn man so ein Outdoor-Erlebnis haben will, dann glaube ich, sind 14 Tage und ein bisschen länger ideal. Und ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr Bock auf so eine Tour habt, was das Reiten angeht, meldet euch auf jeden Fall bei mir. Ich kann für euch was organisieren, vor allem wenn ihr eine größere Gruppe seid. Bei Stonehorse. Ihr könnt natürlich auch direkt Stonehorse anschreiben und sagen, dass ihr von mir kommt. Und dann gibt es auf jeden Fall für euch einen Rabatt. Und das ist gar kein Problem. Schaut auch bei meinen anderen Partnern vorbei. Sollte ich hier noch ein paar Gutscheincodes bekommen, werde ich euch die unten in die Beschreibung packen oder in die Kommentare anpinnen. Und ja, Freunde, das soll es dann gewesen sein. Ich will euch nicht länger belästigen, sage ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Natürlich gibt es dieses Jahr wieder irgendein Projekt. Mal sehen, was das wird. Mal sehen, wie ich es filme. Vielleicht auch mal wieder ganz normal mit Actioncam. Und das war's. Ihr könnt gerne allgemein euer Feedback zur Serie dalassen. Wie hat es euch gefallen? Und was würdet ihr besser machen? Was war gut? Und so weiter. Ihr wisst ja, wie das läuft. Und ich würde sagen, Freunde, machen wir einen Deckel drauf. Danke fürs Zuschauen, danke für den Support und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei den nächsten Abenteuern. Macht's gut, Freunde, bis dahin, ciao.